Herzlich willkommen zum Revolution Pi Node-RED Tutorial von Erminas. Node-RED ist ein wunderbares Tool, wenn Sie ohne viel zu programmieren Steuerungsaufgaben machen möchten oder Informationen aus anderen Steuerungen bzw. Sensorik entgegennehmen und in die Cloud weitergeben möchten. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie Node-RED auf dem Revolution Pi einrichten können. Als Voraussetzung brauchen Sie schon einmal einen installierten Revolution Pi, der mit dem Internet verbunden ist und läuft. Als nächstes stellen wir sicher, dass Node-RED in der richtigen Version auf Ihrem Revolution Pi vorliegt. Dazu gehen Sie einmal auf Google, geben ein Raspberry Upgrade Node and Node-RED und hiermit werden Sie finden diesen Eintrag Running on Raspberry Pi Node-RED. Hier gibt es ein ganz wunderbares Skript, das wir uns hier einmal kopieren können und das wir gleich in die Konsole eingeben können. Konsolenzugriff haben Sie wahrscheinlich schon gesehen. Wir machen das Ganze über MobaXterm. MobaXterm ist ein echt schönes Tool, mit dem sich viele Revolution Pis verwalten lassen. Bietet ein paar mehr Möglichkeiten mit zum Beispiel Port-Scan oder Netzwerk-Scan, wenn man nicht weiß, welche IP der Revolution Pi bekommen hat beispielsweise. Unter anderem hier auch die SSH-Konsole. Und auf dieser Konsole geben wir jetzt einmal ein den Befehl. Das wird jetzt eine ganze Zeit dauern. Dieses Skript ist tatsächlich sehr zuverlässig und ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass dieses Skript einmal hängen geblieben wäre. Es dauert meistens ziemlich lange, wenn eine alte Version noch entfernt werden muss und eine neue hinzugefügt werden muss. Hier an der Stelle sehen wir, die alte Version von Node-RED wurde entfernt. Die Node-Version braucht nicht entfernt zu werden, die ist schon auf dem aktuellsten Stand. Jetzt braucht es ein paar Minuten, um Node-RED Core zu installieren. Das ist jetzt soweit fertig. Jetzt werden noch ein paar Nodes hinzugefügt. Die Pi-Nodes sind ganz praktisch, wenn man auf die Kamera beispielsweise zugreifen möchte. Man sollte auf jeden Fall nicht die GPIO-Nodes verwenden, denn der Revolution Pi nutzt die GPIOs vom Raspberry zur internen Kommunikation. So, schon ist das Update fertig, beziehungsweise die Installation auf einem ganz frischen Image. Wir können jetzt zurückgehen. Weiter unten auf der Seite Running on Raspberry Pi gibt es einen weiteren Punkt, den wir uns anschauen sollten. Und zwar einmal Enable Node-RED Service. Wir wollen ja, dass der Dienst auf dem Revolution Pi startet, wenn wir den Revolution Pi hochfahren. Und das können wir jetzt testen. Dann schauen wir einmal, ob Node-RED auch läuft. Node-RED läuft. Als nächstes wollen wir die Node-RED Nodes für den Revolution Pi installieren. Dazu gehen wir auf die Seite von Node-RED und hier gibt es rechts oben den Punkt Flows. In den Flows können wir nun nach Revolution suchen und finden hier die RevPi Nodes. Wenn wir hier uns die Requirements anschauen, finden wir heraus, wir müssen zuerst den Backend-Server installieren. Das ist eine eigene Installation, geht wieder über die Kommandozeile und auch hier kopieren wir uns den Befehl einfach raus, wechseln zurück in unsere Shell und geben den Befehl hier an der Stelle ein. Sollten Sie die Meldung bekommen, dass das Repository nicht gefunden werden kann, kann es sein, dass Sie ein Image benutzen, wo die Repositories von Kunbus noch nicht eingerichtet sind. Dann finden Sie hier unter Install the Required Backend Server die Anleitung für einen Direktlink, der das Repository umgeht und die Pakete direkt runterlädt. Wir wechseln wieder zurück. Der Server ist inzwischen installiert.
Auch hier starten wir den Server. Und holen uns einmal den Status. Auch hier sehen wir wieder Active Running. Das heißt, auch dieser Server läuft. Das ist genau das, was wir haben wollen.